open with us for the prayer. Lass uns mit einem Gebet öffnen. Himmlischer Vater, Dear Heavenly Father, wir danken dir für einen neuen Tag des Lebens. we thank you for a new day of life, Wir danken dir, dass dies der Rüsttag ist auf deinen Sabbat hin. and we thank you also that today is the preparation day for your Holy Sabbath. Und so bitte ich dich um dein heiliges Öl heute Morgen, And therefore, I want to ask you for your holy oil this morning, dass wir bereit sind im Herzen, Herr, und dass wir unsere Sünden erkennen, that we would be ready in our hearts to see our sins, damit wir in deine Ruhe eintreten können. that we can enter into your rest. Bitte sei nun gegenwärtig Please be now present und hilf uns zu verstehen, was du uns hören lassen möchtest. and help us to understand what you want us to hear, Und bitte vergib uns unsere Schuld, Herr. and please forgive us our sins. Im Namen Jesu. In Jesus' name. Amen. Okay, the notes are posted in the live stream. Die Notizen sind in der Livestream-Gruppe. Okay, this morning we're just going to go through Revelation 9. Heute Morgen werden wir durch Offenbarung 9 hindurchgehen. In the last couple of days, just making some points about the trumpets powers. Und die letzten paar Tage haben wir so ein paar Punkte etabliert über die Posaunenmächte. And yesterday we shown that the trumpet powers in history are like a parallel to the four parts of this final kingdom. Gestern haben wir gezeigt, wie die Posaunenmächte in der Geschichte eine Parallele sind zu diesen 4 Königreichen. So we know that this statue represents one kingdom, Und wir verstehen, dass dieses Standbild ein Königreich repräsentiert. and the different illustrations or the different symbols are representing the progressiveness of its fall. Und die verschiedenen Symbole stellt dann, also innerhalb dieses einen Königreichs, stellt dann sozusagen diesen fortschreitenden Abfall oder Niedergang dieses Königreiches dar. So the 1260 that's represented by the lion, the bear, the leopard, and the dragon. Und die 1260, die durch den Löwen, Bären, den Leoparden und den Drachen dargestellt werden, Is the progressiveness of this kingdom during the Sunday law. ist dann sozusagen diese Abfolge des Königreichs während des Sonntagsgesetzes. And right here, Babylon, the first place, it falls here, and there's a time of peace, and then it rises up again. Right? Hier fällt ja dann Babylon, gibt es eine kleine Zeit des Friedens und dann kommt es wieder auf. And we were looking at this, how the fall of Rome is parallel to the fall of Babylon. Und wir haben auch angeschaut, wie der Niedergang Roms eine Parallele ist zu dem Niedergang Babylons. And the fourth trumpet was marking the shaking of the heavens and the earth, where the stars, the sun, the moon, and the stars would fall. Die 4. Posaune markiert ja die Erschütterung der Himmel oder der Sterne, wo Sonne, Mond und Sterne dann niederfallen. And Christ comes during the fourth. Und Right? Christus kommt immer während des 4. Okay, and the sun, moon, and stars marking this point where he brings this punishment upon the nation of Rome, which is also the nation of Babylon. Sonne, Mond und Sterne markiert dann letztendlich diese Bestrafung, die über Rom kommt, über die Sonne, Mond und Sterne hier. So we started this study with marking the first woe here at this waymark. Wir haben das Studium begonnen, indem wir hier die erste Wehe hier in dieser Wegmarke markiert haben. So what you do is you have now this four kingdoms bring it down to the destruction and also the beginning of the first woe. Deswegen, was wir haben, ist, wir haben hier diese 4 Königreiche, die dich hinabführen, hier zu dieser Zerstörung. Und das ist dann aber auch gleichzeitig der Beginn der ersten Wehe. Right? So we see how these trumpets are an illustration of something that takes place during this
during the Sunday Law crisis. Dann kann jeder sehen, wie die Posaunen also eine Darstellung sind von dessen, was in der Sonntagsgebetskrise stattfindet. Okay, right, let's go to the notes. Lass uns zu den Notizen gehen. And the first quote, which is also translated in the live stream. Das erste Zitat, das ist auch in der Livestream-Gruppe. It says, there is scarcely so uniform an agreement among interpreters concerning any part of the apocalypse as respecting the application of the fifth and sixth trumpets, or the first and second woe, to the Saracens and Turks. It is so obvious that it can scarcely be misunderstood. Instead of a verse or two designating each, the whole of the 9th chapter of the Revelation in equal portions is occupied with a description of both. Right? And the both that they're talking about is the Saracens and the Turks. Right? So, die beiden Mächte, von denen hier gesprochen wird, sind die Sarazenen und die Türken. Or the first and second woes. Right? Oder die erste und zweite Wehe. Now it was taught in this movement for years that the woe is only a part of the trumpet, but that's false. Also es ist in dieser Bewegung seit langem gelehrt worden, dass die Wehe immer nur ein Teil der Posaune ist, aber das ist falsch. I don't know where they've got that from, but I remember I got taught that, and I just held on to that until I've really gone in and read many aspects of this, and I don't know where they get the justification. It's not to do with the dates. Ich weiß nicht, woher sie das entnommen haben damals. Was wird quote by William 5. Sixth trumpet has not done sound. Yes, but that doesn't matter. That's not a justification. Also, ich weiß nicht, woher sie das genau genommen haben. Und letztendlich habe ich jetzt aber, indem ich jetzt das studiert habe, genauer gesehen und habe dann gesehen, letztendlich, dass es nicht sein kann, sondern dass die Wehe auch wirklich die ganze Posaune ist. Okay, it doesn't matter what people have put an application to it. The fact is that the whole thing is the woe. These three trumpets were called three woes, right? And it says this in the Bible. Just go Und to... also ganz egal, was Leute so gesagt haben. Letztendlich, diese drei Wehen sind diese drei letzten Posaunen. Das sagt die Bibel ja auch ganz klar. Wenn wir da mal hingehen. Okay, so if you go to Revelation 8. Wenn wir zur Offenbarung 8 kommen. In verse 12, Offenbarung 8, Vers 12 beginnt. because this is where we are here, right? This fourth. Denn hier in der 12. Vers sind wir hier in der 4. Posaune. And the fourth angel sounded, and the third part of the sun was smitten, and the third part of the moon, and the third part of the stars. So as the third part of them was darkened, and the day shone not for a third part of it, and the night likewise. And I beheld, and I heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by reason of the other voices of the trumpet of the three angels which are yet to sound. So the trumpet of the three angels that are yet to sound, what are they called? Also die Posaunen, die jetzt noch erscheinen sollen, wie werden sie genannt? Woes, right? Wir werden als Wehen bezeichnet. Okay. So, anyway, these arguments, I've been through many of the writers on these things, and you can't justify using this argument that was used. Und ich habe mir jetzt viele Schriften der Pioniere durchgelesen und man kann letztendlich nicht dieses Argument nutzen, was wir in der Bewegung zuvor benutzt haben. Okay, well just let's go through it, right? Let's go to Revelation 9 verse 1. Lass uns jetzt hier durchgehen. Fangen wir mit Offenbarung 9, Vers 1 an. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto earth, and to him was given the key Offenbarung 9, Vers 1. of the bottomless pit, right? So, right here in Millerite history, Miller was given a key. Also hier in der Miller-Geschichte wurde Miller einen Schlüssel gegeben. And the key was to unlock the Bible, right? Und der Schlüssel bestand darin, die Bibel zu öffnen. And when August 11th, 1840, what was it a type of? Und der 11. August 1840, was war das für ein Typus? Was hat das vorausgeschattet? Okay, but
when we read about August 11th, 1840, what does it parallel? Wenn wir über den 11. August 1840 lesen, womit steht das parallel? Okay, the latter rain, right? Mit dem Spätregen. Okay, and when Daniel stands in his lot, the book is unsealed. What does it represent? Also ist Daniel in seinem Erbteil oder in seinem Losstand, wo das Buch entsiegelt, und was stellt das dar? Yeah, the resurrection, right, which is the latter rain, Es right? stellt die Auferstehung dar, und das ist ja auch der Spätregen. So when Miller's key opens the book is what? Also wenn Millers Schlüssel das Buch geöffnet hat, das Buch ist dann was? It's unsealed, Es right? ist entsiegelt. Okay, so the unsealing of the book is the latter rain, right? Und das Entsiegeln des shown this Buches first. ist der Spätregen. It's the perfect fulfillment of the unsealing of the book, right? Das ist die perfekte Erfüllung des Entsiegeln des Buches. Because that's what happens when you read Revelation 4 and 5, right? When Christ gets to the end, he opens the book. This is the executive judgment where he pours out his spirit on the faithful. Das ist dann letztendlich Offenbarung 5, wo er ja das Buch dann entsiegelt und wo er den Geist dann über die Treuen ausgießen wird. Right? So there's a key marked here in Millerite history as a positive symbol, right? So, da ist also ein Schlüssel hier in der Miller-Geschichte als ein positives Symbol markiert. So, but on a counter symbol, Satan also has a key, right? Aber als ein Gegensymbol, Satan hat ebenso einen Schlüssel. And his key opens the bottomless pit. Und sein Schlüssel, der öffnet den Abgrund. In verse 11, Vers 11, it's no accident that verse 11 explains verse 1. es ist kein Zufall, dass Vers 11 Vers 1 erklärt. Okay, and verse 11 is Revelation 9:11. That's no accident, right? Und Offenbarung 9, Vers 11 ist Offenbarung 9:11. Das ist kein Zufall. It says, they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue his name is Apollyon, right? So we know that this, in a perfect representation, is Satan, right? Wir wissen, dass das in einer perfekten Darstellung Satan ist. Okay, but what I want us to understand that at this time right here, when this bottomless pit is opened, it's a representation of Muhammad. Ich möchte euch zeigen, dass diese Darstellung, als das dann hier geöffnet worden ist, historisch gesehen, war das Mohammed. And Muhammad is their leader or their king. He's this king of the bottomless pit here. Mohammed ist ihr Leiter oder ihr König hier. Okay, but we will talk about that now. Just go to Das werden wir noch besprechen. go to Proverbs chapter 30 and verse 27. Gehen wir zu Sprüche 30, Vers 27. And this might seem like a contradiction, but I don't believe that it's a contradiction. It says, Also es scheint jetzt erstmal wie ein Widerspruch zu sein, aber ich glaube nicht, dass das ein Widerspruch ist. it says, the locusts have no king. 27. The locusts have no king, yet go they forth, all of them, by bands. Right? So, if you have a king, what must you also have? Also wenn du einen König hast, was musst du auch haben? A kingdom, right? Du brauchst ein Königreich. So, and the point is here, right, that Muhammad, although he was their leader, right, initially he was under when they first rose up, he was under the Persian and Roman governments. They were the ones that were ruling. Also am Anfang, als Mohammed aufkam, da war er noch sozusagen unter diesem medo-persischen Reich. Ja, die haben da noch geherrscht. But when you read about the rise of Mohammedanism, he rose up in a time where basically Rome and Persia had been fighting against each other, and they basically weakened themselves so much that it allowed these locusts to come out of the bottomless pit. Wenn du da die Geschichte nachliest, das war ja, Mohammed ist in einer Zeit aufgekommen, wo Rom und Persien sich so gegeneinander geschwächt haben, als sie gegeneinander gekämpft haben, dass Mohammed dann
dargestellt durch diese Heuschrecken dann aufkommen konnte, er und seine Nachfolger. So he began to take his army that got bigger as it went along and take portions of land from the Romans. Deswegen er fing dann an, letztendlich Gebiete der Römer und der Perser dann da zu erobern. Okay, so his kingdom, small as it was, began to grow. Deswegen sein Königreich, wie klein es auch sein mag, es hat angefangen zu wachsen. Okay, anyway, go back to the notes, Gehen wir zurück zu unseren Notizen, verse 2. Vers 2. It says, "And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace. And the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit." Now, the natural things teach us spiritual things, Die right? natürlichen Dinge, die lehren uns geistliche Dinge. Okay, so what does smoke naturally do? Was macht der Rauch natürlicherweise? It obscures what you can see, right? Also es vernebelt sozusagen, sodass du nicht mehr richtig sehen kannst. If you filled this room with smoke, you would have difficulty seeing, right? Wenn du diesen Raum hier mit Rauch füllen würdest, dann hättest du Schwierigkeiten zu sehen. Okay, it says what the smoke did is it darkened the sun and the air. Es sagt hier, dass der Rauch die Sonne und die Luft verdunkelte. It says, "And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power." Right? So we know right here that God's people are given power, right? Und wir wissen genau, hier wird Gottes Volk dann auch Kraft gegeben. So the counter to that is Satan's power, right? Das Gegenstück dazu ist dann Satans Macht. And if we go to Ephesians chapter 2 and verse 2, Wenn wir zu Epheser 2, Vers 2 gehen, it says, "Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air." So the smoke, what did it do to the air? was hat der Rauch mit der Luft gemacht? It darkened the air, right? Es hat die Luft ja verfinstert. Who is this prince? Und wer ist dieser Fürst oder Prinz? The what, sorry? Yes. He's the prince of darkness, right? Satan ist der Fürst der Finsternis. So he's the prince of the air. He's darkening this understanding that men have, right? Also wenn er dieser Fürst der Lüfte ist, dann verfinstert er letztendlich das Verständnis der Menschen. Because it tells us that the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So it's a spirit that leads you to disobedience. Es ist also ein Geist, der dich zum Ungehorsam verleitet. So it's a spirit that darkens the truth, Es right? ist ein Geist, der die Wahrheit verfinstert. Okay. So let's read this next quote from Counsels on Health. Lass uns das nächste Zitat lesen, hier von CH. It says, "While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation." And this is what we see right here, right? Das ist, was wir hier an der Wegmarke sehen. Right? This is where the cities are being punished. Das ist, wo die Städte bestraft werden. "Even now he is at work in accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves and earthquakes. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising what? Was His power. führt Right? Satan aus? Seine Macht. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence, right? So he's the prince of the power of the air, right? Das ist der Fürst der Lüfte. And this smoke, right, darkens the air and the sun, right? Und dieser Rauch, der verdunkelte ja die Luft und die Sonne. Okay, and just if you go to Isaiah 13, Wenn wir jetzt mal zu Jesaja 13 gehen. verse 10, Jesaja 13, Vers 10. it says, "For the stars of heaven
and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be what? Die Sonne soll was sein? Darkened, Soll right? verfinstert werden. In his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. So, right here, the sun, the moon, and the stars are all darkened, right? Also hier Sonne, Mond und Sterne, die werden alle verfinstert. You see, this is all the work of Satan, Das right? ist alles das Werk des Satans. But what happens here is a different power than what's happening here, right? Wo ist die Punkt fest? Here. Also was hier passiert, ist eine andere Macht als das, was da passiert. And I say a different power. I mean, it's all the power of Satan, but it's two different entities but the same work. Also es ist zwar alles Satans Macht, aber es sind zwei verschiedene Mächte, die er da benutzt, aber er tut letztendlich damit dasselbe Werk. Okay, so you can see that the smoke darkening the air and the sun is the work of Satan in bringing darkness upon the earth and leading to disobedience and strife and all these other things that's a result of that. Also letztendlich, wenn dieser Rauch, Sonne und Luft verdunkelt, das ist dann letztendlich dieser Geist, der dich zum Ungehorsam und Streit und all diese Sachen führt. And what I want us to understand is that this religion, this religion of this fundamental Islamic or what's the word? Radicalism. There's this radicalized Islam brings darkness everywhere it is spread. Und letztendlich, wir können ja sehen, dass dieser radikale Islam, der verbreitet Finsternis überall, wo es sich ausbreitet. Okay, you just have to look in all the countries where it's promulgated. There is no prosperity there. There's nothing but torture, pain, fear, and death, and it's really a description of what's being described here. Also man kann sehen, überall, wo sich dieser radikale Islam verbreitet, da gibt es dann nichts, gibt es keinen Fortschritt, da gibt es dann nichts als Angst und Unterdrückung und Folter und Tod und all solche Sachen. Das ist also wirklich eine Beschreibung von dem, was die Bibel hier sagt. Because it's the angel of the bottomless pit, right? And his name is Abaddon and Apollyon. Weil sie haben ja diesen Engel des Abgrundes über sich und sein Name ist Abaddon und Apollyon. So when these locusts come out of this bottomless pit with this dark religion that they bring, all it brings is death and destruction. Deswegen, wenn diese Heuschrecken aus dem Abgrund aufkommen mit ihrer finsteren Religion, dann hat das alles, oder dann ist die Folge davon letztendlich Tod und Zerstörung. Right? Richtig? And it's very easy to see that. Sehr einfach, das zu sehen. You just have to look at what's happening in Afghanistan, you can already see that. Right? Einfach nur schauen, was in Afghanistan passiert. Dann werden wir das sehen. Okay, now go to Revelation 9 and verse 4. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 9, Vers 4. It says, and it was commanded them, right? So this is a command given. Also das ist jetzt ein Gebot, was ihnen gegeben wird. So who's commanding whom? Wer gebietet hier wem? Who's the them? Wer ist hier diejenigen, die hier dem The Befehl, locusts, right? den Befehl erhalten? Das sind die Heuschrecken. Who's commanding the locusts? Und wer gebietet den Heuschrecken? The king, right? Der König. So the king commands, so it says, it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Okay, but this was now after Muhammad had died. Aber das war jetzt nachdem Mohammed gestorben ist. Let's look, the next person that took over in his stead. Right? Das war nämlich jetzt sein Nachfolger, der ihm dann gefolgt ist auf der Position. So after the death of Muhammad, he was succeeded by Nächstes Zitat. in the command by Abu Bakr, who as soon as he had fairly established his authority and government. What did he establish? Was hat er etabliert? Right, yeah, an authority and government, right? Er hat eine Autorität und eine Regierung etabliert. Dispatched a circular letter to the Arabian tribes from which the following is an extract. When you fight the battles of the Lord, acquit yourselves like men, without turning your backs, but let not your victory be stained with the blood of women and children. Destroy no palm trees, nor burn any fields of corn, cut down no fruit trees, nor do any mischief to cattle, only such as you kill to eat. When you make any covenant or article, stand to it, and be as good as your word.
And as you go, you will find some religious persons who live retired in monasteries and propose to themselves to serve God that way. Let them alone, and neither kill them nor destroy their monasteries. And you will find another sort of people that belong to the synagogue of Satan, who have shaven crowns. Be sure you cleave their skulls and give them no quarter till they either turn Mohammedans or pay tribute. Okay, so we just go back to Revelation 9:4. Jetzt gehen wir zurück zur Offenbarung 9, Vers 4. Obviously, the Millerites were taking a literal historical application to that. Und die Milleriten haben da eine buchstäbliche historische Anwendung von gemacht. It says, and it was commanded them that they should not have the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. So, if you just go to Revelation 7, Wenn wir jetzt zur Offenbarung 7 kommen. so they're not allowed to hurt one group, but they can hurt another group, right? Also ihnen wird nicht erlaubt, eine Gruppe zu schädigen, aber sie dürfen eine andere Gruppe schädigen. And they're only allowed to hurt those that are not sealed, right? Und es wird nur gestattet, die zu schädigen, die nicht versiegelt sind. Okay. It says, and after these, verse 1, Offenbarung 7, Vers 1. and after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. So where did we put those four winds the other day? Wo würden wir diese 4 Winde hinmarkieren? Das haben wir dann am letzten Tag oder vor ein paar Tagen gemacht. Okay, is that the only place that we put it? No, so where did we put it? Also wo haben wir diese zeitende Winde markiert? The beginning and the end, right? We were showing this, right? Am Anfang und am Ende. Okay, so the four winds are held, right? 4 Winde werden gehalten. But the four winds are loosed here, but they're also held, right? 4 Winde werden hier gelöst, aber auch nochmal We gehalten. were looking at, we were showing that every time the four winds are loosed, they're also held, right? Because it's a progressive loosing. Jedes Mal, wenn die 4 Winde gelöst werden, werden sie auch gehalten, denn es ist ein fortschreitendes Lösen hier. Okay, and this four winds loosened here is typifying the end when the four winds are fully loosed, Die right? 4 Winde, die hier gelöst werden, schattet das Ende voraus, wo die Winde völlig gelöst werden. Okay, so, but they were not to be loosed until the servants of God were what? Sie sollten nicht gelöst werden, bis die Knechte Gottes Let's read it, it says, an den Stirnen versiegelt sind. and after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads, right? So, the sealing is completed here for this group, right? Also das Versiegeln, das wird hier in dieser Gruppe dann ja abgeschlossen. So therefore, right here, what do you have? Deswegen hier, was haben wir dann folglich? You have two groups. One is sealed, and one is not sealed, right? 2 Gruppen. Eine Gruppe ist versiegelt, die andere Gruppe nicht. So, hence, when you go back to Revelation 9 and verse 4, Deswegen, wenn wir jetzt zurückgehen zu Offenbarung 9, Vers 4, and it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Right? So God's people cannot be hurt from that point forward. also Right? Gottes Volk kann von diesem Zeitpunkt an nicht mehr geschädigt werden. Okay? And back in history, that was determined by those that kept the Sabbath and those that didn't keep the Sabbath. Right? Damals in der Geschichte hat sich das so erfüllt,
durch diejenigen, die den Sabbat gehalten haben oder eben nicht gehalten haben. Okay, go to Luke chapter 10, Gehen wir zu Lukas 10, verse 17 Lukas 10, Vers 17. in the notes. Das ist auch in den Notizen Lukas 10, 17 bis 20. It says, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. So where are the 70 sent? Wo werden die 70 gesandt? Same way marks, right? Selbe Wegmarkie. And what does it say about the 70 here? Und was sagt es hier über die 70? The devils are subject to you, right? Dass die Teufel auch ihnen untertan sind. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Is that also marking this way mark? Markiert das auch diese Wegmarke? Right? Ja. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. So, what does the enemy have? Was hat der Feind? Power, Er right? hat Kraft, er hat Macht. But he gives you power over the power of the enemy, right? Er gibt dir hier Vollmacht über die Macht des Feindes. And nothing shall by any means hurt you. So, what did Revelation 9:4 say? Also nichts wird dich irgendwie schädigen können. Und was hat Offenbarung 9, Vers 4 gesagt? It says it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree. So what is the grass, the green thing and the trees in relation to what we are Also sie discussing? sollten das Gras, noch das Grüne, noch irgendeinen Baum schädigen. Und was ist das also in Bezug zu dem, was wir hier gerade lesen? God's people, right? Gottes Volk. It says that, we just give you an illustration. Go to Deuteronomy 32. Ich möchte eine Darstellung dafür geben. Gehen wir zu 5. Mose 32. In verse 2. 5. Mose 32, Vers 2. It says, my doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Right? The grass here that's been represented is the people that's receiving the dew from heaven. Right? Das Gras hier, es stellt also ein Volk dar, das den Tau vom Himmel bekommt. And Christ says, if they do this unto a green tree, what do you think they'll do to a dry tree? Yes. Jesus sagt ja, wenn sie das schon einem grünen Baum antun, was werden sie wohl einem trockenen Baum tun? What was he Antun. speaking about? Worüber hat er da gesprochen? Speaking about himself being the green tree, Er right? hat sich selbst als diesen grünen Baum bezeichnet. And it's green. Sister White says the green trees, or these evergreen trees, they're always green because they're, even in winter time, they display God's righteousness. Und Herr Ellen White spricht über diese immergrünen Bäume, weil sie sogar in der Winterzeit Gottes Gerechtigkeit manifestieren. Okay, so there's also grass that's going to perish, but by the context here, it's telling us that the grass, the green things, and the trees here are representing righteous symbols, right? Also es gibt zwar auch andere Bibelstellen, wo dann gesagt wird, dass zum Beispiel das Gras verdorrt, aber hier in diesem Kontext spricht es also jetzt hier über Gottes Volk, Gottes gerechtes Volk. Also über Gras, Bäume und die grünen Sachen. And in Luke 10 and verse 20 it says, Lukas 10, Vers 20. notwithstanding in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Right? So, this is the end of the Sunday law. You're sealed and your names are written in heaven. Right? Am Ende des Sonntagsgesetzes bist du jetzt versiegelt und dein Name ist im Himmel niedergeschrieben. Okay? See how these correlate very nicely. Right? Wir sehen, wie das wirklich schön miteinander sich verbinden lässt. Okay. So, what you have here is you have this time period here. You have two kings. You have Abu Bakr given this commandment. Wir haben jetzt diese zwei Könige hier, Mohammed und Abu Bakr, der jetzt hier dieses Gebot gibt.
Okay, so I know that they followed each other in history, but I'm not sure how to apply them in this time period. But the next point I want to come to is in verse 5. Historisch hat Abu Bakr Mohammed gefolgt. Ich weiß aber nicht genau, wie man das jetzt in dieser Zeit hier dann anwenden soll. Wenn wir jetzt aber zu Vers 5 kommen. In verse 5 it says, "And to them, the locusts, it was given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. And their torment was as the torment of a scorpion when he striketh a man." Right? And this 5 months is a different era now in this thing, is this 150 years. Also diese 5 Monate ist jetzt hier eine andere Zeitspanne und das sind diese 150 Jahre gewesen. Okay. Oder eine andere Ära gewesen. Okay, and I want to mark this right here at this point, right? Das möchte ich jetzt hier im Sonntagsgesetz hier markieren. Because this 150 years or this 5 months was marked by from the 27th of July 1299 by the Battle of Nicomedia. Denn diese 150 Jahre, die begannen hier am 27. Juli 1299 durch die Schlacht von Nikomedia. And this is marked by the work of the next leader that was over them, Ottoman. Und das war dann das Werk des nächsten Leiters über sie, nämlich Osman. Okay, and Ottoman was this Turk who began to really bring the tribes together in such a way he was beginning to form this Ottoman Empire. Also Osman war dann derjenige, der dann letztendlich angefangen hat, wirklich diese ganzen verschiedenen Gruppen zusammenzubringen. Okay, so this was the formation of all the Saracen tribes, bringing them all together, and he did it to such a large degree that he could now. This was where he inflicted. This is where outside of his own territory, right? He went outside of his own territory for the first time and inflicted a punishing blow upon Rome, and this was at this Battle of Nicomedia. Also er hat diese ganzen sarazenischen Stämme alle angefangen zu vereinen und dann hat er zu diesem Zeitpunkt angefangen, außerhalb seines eigenen Territoriums dann auch zuzuschlagen, und zwar gegen Rom. Das war dann diese Schlacht von Nicomedia. Okay, and now the Bible has to explain itself, and I'm not going to get into this now, but if we go to Luke chapter 1. Und die Bibel muss sich selbst erklären. Und ich werde jetzt aber an diesen Punkt nicht tiefer eingehen können. Gehen wir aber trotzdem mal zu Lukas 1. So, I think where to start. Okay, just go to verse 23. Lukas 1, Vers This 23. is speaking about Zacharias. Spricht es über Zacharias. So it came to pass that as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house. And after those days his wife Elizabeth conceived and hid herself 5 months. Right? So this is the only other place in the Bible where you find this 5 months. Also die einzige andere Stelle in der Bibel, wo man diese 5 Monate findet. And it's leading down to the birth of John the Baptist. Das führt hinab zur Geburt von Johannes dem Täufer. Okay, so we know that John is, the birth of John begins here, right? Und wir wissen, dass die Geburt Johannes hier beginnt. Okay, so I'm not sure exactly how to work all this out at the I mean, moment. it would be here, right? Yes, that's what I'm saying here, but this is where, when the test comes, this is what's going to bring you to the birth. The birth is completed here, right? Ja. Also, wenn der Test kommt, dann bringt dich das zur Geburt.
Und die Geburt wäre ja dann, but I mean, like, you have this fractal and John is raised up in a cry. So in this sense, Why is John raised up at the middle way, man. The birth of Christ, John, and then the baptism. In this illustration. That you have this fractal with a time of peace in before and then. Yeah, and we have to look at it. I'm not like I say, I'm not going to get into this. I need to look at this closely before I can really understand this. But I'm just making this point that the only other place in the Bible is this, where you see these 5 months is here. So it's got some relation to it, right? Also einen einzigen anderen Punkt, den wir halt in der Bibel haben, wo wir die 5 Monate markiert haben, ist hier Lukas 1 und das muss ja dann irgendwie einen Zusammenhang mit Offenbarung Kapitel 9 haben. But I want to make this point that it's this battle, cause and effect. This has something to do with the because this is marking the Sunday law, right? Aber diese Schlacht hier hat hier Ursache und Wirkung und das markiert das Sonntagsgesetz. We've always understood that it's cause and effect that brings the Sunday law. Und wir verstehen ja immer, dass es Ursache und Wirkung hat, was dann letztendlich dieses Sonntagsgesetz hervorbringt. Years ago we came to this understanding that it's because of this power that brings all the nations together. Und vor einigen Jahren haben wir verstanden, dass es wegen dieser Macht ist, im radikalen Islam, dass dann alle Nationen vereint werden. So when this power begins to work there, it puts fear on all the nations, right? And then which power was this fighting against in history? Wenn diese Macht hier anfängt zu wirken, dann bringt das ja Furcht über die ganze Nation und gegen wen haben sie sich immer gerichtet in der Geschichte? Which power was the Mohammedans fighting against? Gegen welche Macht haben die Mohammedaner gekämpft? Rome, right? That's where they were raised up to be a punishment against an apostate church, right? Aber gegen Rom. Sie sind als eine Bestrafung oder Geißel gegen eine abgefallene Gemeinde aufgerichtet worden. We just read there who they were not to hurt, right? Wir haben ja gerade gelesen, wen sie nicht schädigen sollten. So they're not to hurt the true people of God, but they were to hurt the false people. And who was the false in that commandment? Sollten nicht die wahren Leute Gottes schädigen, aber die falschen. Okay, Catholics, Und right? wer war das in der Geschichte? Das waren die Katholiken. Okay, so what does that represent at the end of the world? Was stellt das also hier am Ende der Welt dar? Yeah, the threefold union. The whole world wandered after the beast, right? Also das stellt dann die dreifältige Vereinigung dar. Die ganze Erde verwundert sich ja dem Tier nach. Okay, so the wars that took place was the Crusades, right? Und die Kriege, die stattgefunden haben, das waren ja die Kreuzzüge. Who fought in the Crusades? Wer hat in den Kreuzzügen gekämpft? Brothers and sisters, that is really shocking. Sorry? Okay, make your point. Many nations, right? Ja, viele Nationen. All the nations of Europe, right, were all part of this great crusade against this scourge from the east, right? Also alle möglichen Nationen aus Europa, die haben sich alle da beteiligt, gegen diesen Bedrohung aus dem Osten zu kämpfen. Right? And Oder diese Geißel aus dem Osten. the 10 kings, right, that joined together with the Pope, where were they in history? Who were they in history? Die 10 Könige, die sich mit dem Papst vereinigt haben, wer waren sie in der Geschichte? The kings of Europe, right? Und die europäischen Könige. What are they typifying? Und was schatten sie voraus? The whole world, Die right? gesamte Welt. Okay? So it's speaking about how the whole world is going to come together to fight a war that they believe is just and right. Spricht also darüber, wie die gesamte Welt sich vereinigen wird, um einen Krieg zu führen, den sie als gerecht und richtig empfinden werden. And when you contrast it, right? When you contrast this power with them, what do you see? Wenn du diese Macht dann mit ihnen letztendlich vergleichen würdest, was würdest du da sehen?
Yes, the other one did, but that's true, but that's not the point. Also eine Macht, die zerstört nur, die andere führt, aber das ist nicht der Punkt. The point you see is in the West, right, as we call it, all you see is people progressing, you see education, medical science, everything's progressing, but in these countries there's nothing but death and destruction, right? Also im Westen siehst du sozusagen diesen Fortschritt in allen möglichen Bereichen, Bildung, Wissenschaft und so weiter. Aber in diesen Ländern, da findet nichts wirklich statt. So Satan is giving them a contrast, right? Satan möchte sozusagen den Leuten einen Kontrast darbieten. But it's a lie, it's a deception, right? Aber das alles ist nur eine Lüge, es ist nur eine Täuschung. What does the Lord do when when you come to the birth? How does he bring you to the birth? Und was wird der Herr tun? Wie wird er dich zu der Geburt bringen? He shows you a contrast, Er right? zeigt dir diesen Kontrast. He shows you a contrast between yourself and his righteousness, Er right? zeigt dir diesen Kontrast zwischen dir selbst und seiner Gerechtigkeit. So Satan is showing you a contrast between his kingdom and this other kingdom that claims to be a holy kingdom, right? Also Satan wird dir einen Kontrast zeigen zwischen seinem wahren Königreich und diesem anderen Königreich, was er auch hat, wo er aber vorgibt, ein heiliges Königreich zu sein. They called themselves the Holy Roman Empire, right? Sie haben sich damals ja das Heilige Römische Reich genannt. These empires are illustrating the last and final empire, right? Und dieses Königreich stellt auch das letzte und endgültige Königreich dar. Okay, so I'm suggesting that this right here marks that when they come together and do this event right here, this is what forces them to bring the Sunday law together. I'm making that argument. Ich würde dieses Argument vorbringen, dass wenn die Moslems hier dieses Ereignis herbeiführen, dann wird es die Welt zwingen, letztendlich zusammenzukommen im Sonntagsgesetz. Okay, this. The war on terror, the so-called war on terror, which started in 9/11, is this prefiguring of this coming together? No, not everybody came together. Some Yes, people did. But it started like it started Yes, it started there. Yeah. Also am 11. September können wir auch sehen, wie die Leute schon anfingen zusammenzukommen. Also es fing hier an. But it's the seeds, right? It's the seeds of them coming together. Not everyone came together, but it was like a starting point for this. Yes, but what I'm saying is it's not the whole world No. didn't unite behind it, right? That's correct. Also es war sozusagen der It Anfangspunkt was a call dieser for Entwicklung. coming together. Yes. Sozusagen, aber sie sind noch nicht völlig da zusammengekommen. Okay, we'll see why that didn't matter. These things will come together as we go through. Die Sachen werden noch deutlicher zusammenkommen, wenn wir weiter fortfahren. Okay, so that would mark the beginning of this 150 years. And Lawrence may be right that because on the big scheme of things, it's the middle way mark that marks where John is raised up. So that could be an answer to understand that. Also das wäre dann hier der Beginn dieser 150 Jahre und auf der großen Darstellung ist ja dann Johannes hier die mittlere Wegmarke, deswegen das könnte dann hier bedeuten, dass die 150 Jahre dich zur Geburt von Johannes führen. Okay, but Oder anyway, dass Johannes auch gerichtet wird. let's go to Revelation 11. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 11. So, in Revelation 9, during this time period here, what were they to do? What were they allowed to do? Offenbarung 9, in dieser Zeit hier, was wurde ihnen erlaubt zu tun? To torment, right? Zu quälen. Okay, and again, this is Revelation 9. If we go to Revelation 11 and combine these two chapters, right? Also das ist jetzt Offenbarung 9 und wenn wir jetzt zur Offenbarung 11 kommen würden und diese beiden Kapitel miteinander verbinden würden, Go to Revelation 11 and verse 3. gehen wir zur Offenbarung 11, Vers 3. It says, I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. So, question, where do the 2 witnesses begin? Frage, wo beginnen die 2 Zeugen? Yes, don't have to guess that, it says it right there, right?
Anfang der 1260, da müssen wir nicht raten. Das They steht shall ja da. prophesy 1,260 days clothed in sackcloth, right? So it's marking this time period, the Sunday law, right? Geht also hier die Zeit des Sonntagsgesetzes. Okay, so they were to prophesy for 1,260, right? Sollen also Weissagen für diese 1260. Verse 4. Vers 4. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy. This is Elijah, right? Das hier ist Elia. And have power over waters to turn them to blood and to smite the earth with all plagues as often as they will. And this is Moses. Das wäre Mose. And it's also a confirmation because here you have this type of the plagues in the Sunday law, right? Und das ist auch eine Bestätigung, denn hier haben wir den Typus für die 7 Plagen im Sonntagsgesetz. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and overcome them and kill them. And their dead bodies shall lie in the street of the great city, which is spiritually called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them and make merry, and shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwelt on the earth. So what are they doing? Bis Vers 10. Was machen sie? They're tormenting, Sie right? quälen hier. So now this might help us to understand, because we went through this a while back. Und, wir sind ja vor einer längeren Zeit da mal hindurchgegangen. Das mag uns jetzt helfen, das zu verstehen. Okay, and I'm making this argument because this is 1260, right? Das ist nämlich hier 1260. And this would also be 1260 from here to here because it's the Great Tribulation. Das ist ja auch die 1260 von hier bis hier, denn das ist ja die große Trübsal. Okay, and I was making this argument that this 3.5 days would be this time period, right? Und ich habe das Argument gemacht, dass diese 3,5 Tage, wo sie tot sind, diese Zeit dann der 7. Plage sind. But I want to consider this point that these 2 witnesses are tormenting, right? Ich möchte hier auch den Punkt in Betracht ziehen, dass diese 2 Zeugen hier quälen. And I'm positive that it's a parallel to Revelation 9. Und ich bin positiv darüber, dass es eine Parallele ist zu Offenbarung Kapitel 9. Now, if we take the last week of Christ here, where do we put the cross? Wenn wir die letzte Woche Christi hier markieren, wo würden wir das Kreuz platzieren? Right here, right? Mitte. And this is also where Christ is crucified, because on Leviticus 16, this is where he begins to go on the cross at the third hour. Das Right? ist auch, wo Christus gekreuzigt worden ist. 3. Mose 16 ist ja da, wo Christus ans Kreuz gebracht wird. So this might help us to maybe understand this. Maybe my application of it was incorrect, but I'm still open for that. Also vielleicht hilft das uns, das besser zu verstehen, wo diese 3,5 Tage sind. Denn vielleicht war dann meine Anwendung, das da reinzusetzen, dann nicht ganz richtig. Aber ich bin noch immer offen dafür. But nonetheless, right, you have this power tormenting for 5 months, and you have these 2 witnesses tormenting until the time where they're, what does it say? It says, when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them, right? And this begins right at this waymark. Also letztendlich die Moslems, die quälen hier für 5 Monate, und auch diese 2 Zeugen, die quälen, bis dann dieses Tier aus dem Abgrund raufkommt und sie tötet. Das wäre dann hier am Mitternachtsruf. Okay, and in Matthew 24, this is the Great Tribulation. Right? In Matthäus 24 schreibt, dass diese Zeit ab dem Mitternachtsruf als eine große Trübsal, Which is 1260. was auch 1260 ist. Right? So just keep those thoughts in your mind. Right? Halte diese Gedanken in Erinnerung. Okay, now go back to Revelation 9, Gehen wir zur Offenbarung 9 zurück. verse 6. Vers 6.
It says, and in those days shall men seek death and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. And the shapes of the locusts were like unto horses prepared unto battle, and on their heads were, as it were, crowns like gold, and their faces were as the faces of men. Now all these things had a literal application, right? Und alle diese Dinge hier hatten eine buchstäbliche Anwendung. The crowns were these turbans that they wore, and was representing men. This is what the pioneers wrote, right? Also Kronen, die sie hatten, waren diese Turbane, die sie getragen haben, und es hat diese Männer dargestellt. Because these locusts were representing these men, weil diese Heuschrecken diese Muslims. Männer hier dargestellt haben, diese Moslems. Okay, but it has a spiritual application that we need to understand. Es Right? hat auch eine geistliche Anwendung, die wir verstehen müssen. So we go to Acts chapter 6 and verse 15. Wenn wir zur Apostelgeschichte 6, Vers 15 gehen, It says, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Right? What sort of face did Stephen have? was für eine Art Angesicht hatte Stephanus gehabt? Angel. The face of an angel, right? Das Angesicht wie eines Engels. And it says that these men have faces of men. Sagt ihr, diese Leute hier haben Angesichter wie Männer. But Menschen. where do they come from, these men? Und wo kommen diese Menschen her? Bottomless pit. Yes, that's one illustration, but they're fallen from heaven, right? Das ist im Abgrund, aber sie sind auch aus dem Himmel gefallen. So what are they? Was sind sie also? Demons, fallen. Fallen angels, right? Das sind gefallene Engel. It's fallen angels that are controlling these men, right? Das sind gefallene Engel, die diese Männer hier kontrollieren. Right? Are we? Richtig? So these are false angels, right? Das sind also falsche Engel. And it says that they have faces of men, whereas God's people that have the seal, like Stephen, have the face of an angel, right? Sie haben hier Menschengesichter, aber wohingegen Stephanus, der das Siegel ja bekommen hat, er hat ein Angesicht wie ein Engel gehabt. The people that get the power right here, when they go forward, what does it say about them? Yeah, the faces are lit up. Die right? Leute, die hier diese Vollmacht bekommen und vorwärts gehen, was sagt es über sie? Sie haben Angesichter, die hell leuchten. So this is the contrast, right? Das ist dann dieser Kontrast. God's people have the seal, their faces are lit up with God's glory, whereas these people, they have the faces of men, right? Gottes Volk hat dann diese Herrlichkeit Gottes, ihre Angesichter leuchten, wohingegen diese Leute jetzt hier Angesichter wie Menschen haben. What does the Bible say about men? Und was sagt die Bibel über Menschen? All men are liars, right? Alle Menschen sind Lügner. And the father of lies. So it's teaching us this thing. These are the children of Satan, right? The Sie contrast. sind von dem Vater her Lügen, sie sind also Kinder Satans. Das ist dieser Kontrast. Okay, and if you go to Psalm 21, Gehen wir zu Psalm 21. again it confirms this point to us. Das bestätigt nochmal den Punkt hier für uns. It says, the king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation how greatly shall he rejoice. Thou hast given him his heart's desire, and hast not withholden the request of his lips. For thou preventest him with the blessings of goodness. Thou settest a crown of pure gold upon his head. Right? So, who is it that... What's this crown a representation of here? Also wofür steht diese Krone hier? Tells us in verse 1. Sagt uns in Vers 1. It's the salvation, right? Steht für Erlösung, Errettung. What was placed on Joshua's head? Was ist auf Josuas Haupt gesetzt worden? Crown. Diese Krone. No cross, no crown, right? Kein Kreuz, keine Krone. Okay. So you can see here that, Muslims, when these radicalized Muslims, what do they believe happens if they die? Also diese radikalen Moslems, was haben sie geglaubt, wenn sie sterben? Was würde mit ihnen passieren? They go to heaven and they'll have this great harem of all waiting for them, right? And this joy and bliss, right? Also sie denken, sie würden sofort in den Himmel kommen und hätten dann diesen großen Harem und es wäre alles Friede und Freude für sie.
So basically, they're claiming to be the elect of God, right? By doing this work, right? They wouldn't do it otherwise. Right? Denken also, sie wären die Ausgewählten Gottes, wenn sie dieses Werk tun, denn ansonsten würden sie das Werk ja gar nicht tun. I mean, they really believe what they're doing, but they're deceived, right? Also sie glauben wirklich an das, was sie tun, aber sie sind letztendlich verführt. Okay, now go to Revelation 9 and verse 8. Gehen wir zur Offenbarung 9, Vers 8. And they had hair as the hair of women, and their teeth were as the teeth of lions. Right? It's all symbolic language. Das ist alles Symbolsprache hier. Okay, so, but historically, and literally, these Muslims had long hair, like women. Also historisch gesehen und buchstäblich gesehen hatten diese Moslems lange Haare gehabt, so wie Frauen. Just go look at the Taliban, right? Schau dir zum Beispiel jetzt auch die Taliban an. They're all when they haven't got their turbans on, they're all sporting this long hair down to their way down here, right? Wenn die zum Beispiel diesen Turban nicht anhaben, dann sieht man, dass sie lange Haare haben. But it represents something spiritual, right? Aber es stellt etwas Geistliches dar. Okay, so if you go to 1 Corinthians 11 and verse 14, Wenn wir zu 1. Korinther 11, Vers 14 kommen, it says, "Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him?" Right? So what does long hair represent? also was stellt langes Haar dar? Shame. Schande. And where do we see that? Und wo sehen wir das? The shame. Daniel 12. Daniel 12. When the resurrection unto shame and everlasting contempt. Right? Daniel 12, das ist diese Auferstehung, die dann entweder zum Leben auferstehen oder zur Schande und ewigen Schmach. It's the wicked. Right? Das sind die Gottlosen. Okay, and it says their teeth was the teeth of lions, right? So if you go to Job chapter 4, Wenn wir jetzt zu Hiob 4 gehen, dann sagt er, dass ihre Zähne wie die Zähne von Löwen waren. verse 8, Hiob 4, Vers 8. even as I have seen that they that plough iniquity and sow wickedness reap the same. By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils they are consumed. The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions are broken. Right? Bis So- Vers 10. Those that have lion's teeth, what's going to happen to them? Diejenigen, die Löwenzähne haben, was passiert mit denen? They're going to be broken, right? They're the wicked. Die werden zerbrochen werden, das sind die Gottlosen. And Psalm 57, Psalm 57, verses 3 and 4, Verse 3 bis 4. it says, "He shall send from heaven and save me from the reproach of him that would swallow me up. God shall send forth his mercy and his truth. My soul is among lions, and I lie even among them that are set on fire, even the sons of men, whose teeth are spears and arrows, and their tongue a sharp sword." Right? So it teaches you, the Bible teaches you itself what it means by the teeth of lions. Right? Die Bibel lehrt uns, was es bedeutet, diese Löwenzähne zu haben. Okay, it's this wickedness that's coming out of their mouths. Right? Das ist diese Gottlosigkeit, die aus ihrem Mund hervorgeht. Okay, and if just go to Psalm 58, verses 3 to 6. Gehen wir zu Psalm 58, Verse 3 bis 6. It says, "The wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Their poison is like the poison of a serpent. They are like the deaf adder that stoppeth his ear, which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely. Break their teeth, O God, in their mouth. Break out the great teeth of the young lions, O Lord." So what does it mean to have teeth like a lion? Bis Vers 6 in Deutschland ist vielleicht auch bis Vers 7. Also was bedeutet es, diese großen Löwenzähne zu haben? Speaking lies and wickedness, right? Das bedeutet Lügen und Bosheit zu verbreiten. Okay, so we will come back to this thought in a moment. If you go to Revelation 9 and verse 9, Wir kommen zu diesem Gedanken gleich nochmal zurück. Gehen wir zur Offenbarung 9, Vers 9. it says, "And they had breastplates, as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle." Right? So, first place, how are their breastplates? Also erstmal, wie sind ihre Brustpanzer?
They're iron, right? sind aus Eisen. Now, where was the true breastplate to go? Wo sollte die wahre Brust, If we der go wahre to the Jewish Brustpanzer, system, where was the breastplate to go? wo sollte der Brustpanzer hingehen? Over the heart, right? Sollte über das Herz sein. So it's teaching us here that their breastplate is made of iron, right? Sagt sie, dass ihre Brustpanzer hier aus Eisen gemacht ist. Okay. Das Eiserne. Okay, and we'll deal with this point first, right? So go to Ephesians 6 and verse 14. Gehen wir zu Epheser 6, Vers 14. It says, "Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness." Now, does iron in the Bible represent righteousness? Nun stellt Eisen in der Bibel Gerechtigkeit dar? No. Nein. So they've got on these breastplates of iron, which is it's showing the condition of their hearts, right? Also es sind Brustpanzer aus Eisen, das stellt ihren Herzenszustand dar. Let's just go to 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Gehen zu 1. Timotheus 4, Vers 1. It says, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils," right? "Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron." Bis Vers 2. What does iron do? Also was tut Eisen hier? Sears your conscience. What's your conscience? Das brandmarkt dein Gewissen. Was ist das? Your heart, right? Das Gewissen ist dein Herz. Okay, so it's like it's the opposite. It makes your heart solid like iron. Hardens your heart, In right? dem Sinne hier ist es also der Gegensatz zum Siegel Gottes, das verhärtet hier dein Herz für immer. Okay, so now I've got to put this point in, but if you go to Ezekiel Chapter 10, I think it is. Wenn wir zu Ezekiel Kapitel 10 gehen in der Bibel, I might be wrong, but we'll have a look there. Yes. Okay, yeah, just go to verse 5. Ezekiel 10, Vers 5. Now, in Revelation 9:9, it says, "They had breastplates, as it were breastplates of iron, and the sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle." Das haben wir nochmal Offenbarung 9, Vers 9 gelesen. Okay? But, Also das, but here is an also illustration. jetzt Ezekiel, wir sind in Ezekiel 10, schon richtig. In Ezekiel 10 and verse 5 is an illustration of the cherubims. Right? In Ezekiel 10, Vers 5 ist jetzt eine Darstellung der Cherubim. The cherubims are, who are they? Und die Cherubim, wer sind sie? God's redeemed, the ones that have got the seal of God, right? Und Gottes Erlöste, diejenigen, die das Siegel Gottes erhalten haben. It says, "The sound of the cherubims' wings was heard even to the outer court, as the voice of the Almighty God when He speaketh." So what's the contrast? Also was ist der Gegensatz hier? How does this power speak in relation to this power speaking? Also wie spricht diese muslimische Macht hier im Gegensatz zu dieser Macht hier? No, that's true, but it says, "The sound of their wings was as the sound of chariots of many horses running to battle." So what do their wings represent? Also es sagt hier, dass der Klang ihrer Flügel wie der Klang von vielen Streitwagen ist, die zum Krieg sich rüsten, oder? They're speaking war, right? They're a nation that's always warring, right? Sie sprechen Krieg. Es ist eine Nation, die beständig im Krieg ist. Now, is that a correct illustration? Ist das eine richtige Darstellung? How do we know that? Woher wissen wir das? Okay, Ishmael, right? So go to Genesis 16. Wenn wir einfach zu Ismael gehen, zu seiner Geburt, gehen wir zu 1. Mose 16. The voice of God is the voice of love, right? It's the voice of reasoning, right? It's the voice to try and win you to truth and righteousness. Die Stimme Gottes ist ja die Stimme der Liebe und der Vernunft, und die versucht dich immer zur Gerechtigkeit zu führen. It's this contrast, right? Das ist dieser Gegensatz. 1. Mose 16, And verse 12. Vers 12. "And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren."
So you see this spirit that he has, right? Also wir sehen hier den Geist, den Ismael hat. So all these symbols, when you look at them closely, they're giving us the characteristics of who this people are, right? Alle diese Symbole, wenn wir sie genau betrachten, dann zeigen sie uns die Merkmale dieser Leute auf oder dieser Macht auf. Okay, now if we were just to go to the second woe, and we'll just finish on this point. If you go to Revelation 9 and verse 17, Wenn wir jetzt noch zur zweiten Wehe gehen, und damit kommen wir auch zum Abschluss, it's still the same people, right? It's just them progressing to a next level. gehen wir jetzt auf Römer 9, Vers 17, das sind immer noch dieselben Leute, also die Moslems in dem Sinne. Es ist einfach nur ein neues Volk It says, "And thus I saw the horses in the vision, und es ist ein neues Level, das hier jetzt beschrieben wird. and thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of jacinth, and of brimstone. And the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire, and smoke, and brimstone." So what's their breastplates likened unto? Wie sind ihre Brustpanzer? Fire and smoke and brimstone. Feuer, Rauch und Schwefel. And it comes out of their mouth. Das kommt Right? aus ihrem Mund hervor. Okay, so we looked at the breastplate. The breastplate covers the heart, right? Wir haben uns ja den Brustpanzer angeschaut. Der Brustpanzer, der überdeckt das Herz. So they have hearts of iron, right? Sie haben eiserne Herzen. And out of their mouth comes this fire and smoke and brimstone, Und right? aus ihrem Mund geht dieses Feuer, Rauch und Schwefel hervor. And in Luke chapter 6, verse 45, In Lukas 6, Vers 45. it says, "A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For the abundance of the heart his mouth speaketh." Right? So when they have this breastplate of iron, what's coming out of their mouth? Wenn sie diesen Brustpanzer aus Eisen haben, was kommt aus ihrem Mund hervor? War, right? Krieg. That's all they want. War and death. This is why it's called. It's Abaddon and Apollyon, right? Und nur Krieg und Zerstörung haben. Deswegen werden sie auch Abaddon und Napoleon genannt. They're a perfect representation of Satan's kingdom, right? Sie sind eine perfekte Darstellung von Satans Königreich. So out of their mouth comes fire and smoke and brimstone, right? Also aus ihrem Mund kommt also Feuer, Rauch und Schwefel hervor. The destroyer, right? Und das ist der Zerstörer. Okay, so everybody follow, right? In jeder Folge. These are all symbols that the Bible has to explain to us what they mean, right? Alles Symbole und die Bibel muss uns erklären, was sie bedeuten. Okay, just this last couple of verses and we'll just finish this thought. Die letzten paar Verse, dann kommen wir mit den Gedanken zum Abschluss. So Revelation 9 and verse 10. Offenbarung 9, Vers 10. "And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails, and their power was to hurt men 5 months." Right? So we know this point in Isaiah 9 verse 15. Und wir kennen diesen Punkt in Jesaja 9, Vers 15. "The ancient and honourable, he is the head, and the prophet that teaches lies, he is the tail." So that's a confirmation that out of their mouth comes lies, right? It's Das this ist eine false Bestätigung, religion. dass aus ihrem Mund diese Lügen hervorkommen, diese falsche Religion. Okay? And these lies is going to be the sting against the nations, right? Und diese Lügen sind dann dieser Stachel gegen diese Nation. Okay. So, verse 18, Revelation 9, verse 18. Offenbarung 9, Vers 18. "By these three was the third part of men killed, by the fire, by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouth. For their power is in their mouth and in their tails." It's the same thing, right? Das ist dieselbe Sache hier. So what's coming out of their mouth, right, is this lies. All they really want is to war and to kill and bring death and destruction, but they lie, right? Was aus ihrem Mund hervorgeht, sind letztendlich diese Lügen. Ja, sie wollen letztendlich nur Krieg und Zerstörung und so weiter verursachen, aber sie sprechen halt Lügen. They claim to be a people that want peace, right? Sie geben ja vor, ein Volk zu sein, das Frieden wünscht.
But it's telling them that if we really understood the Bible, we would never trust them, never, not listen to one word that comes out of their mouth. Aber sagt uns hier in der Bibel, dass wenn wir der Bibel wirklich glauben würden, dann würden wir niemals ihnen vertrauen, was sie sagen. It says, for their tails were like unto serpents, and had heads, and with them they do hurt. Right? What does the serpent do? Vers 19. Was tut die Schlange? It stings, right? Beißt dich. Satan's kingdom, right? Das ist Satans König. So, and I want you to see this because the Lord has given a contrast between these powers here, right? So first of all, you have the contrast between the south, right? The south is this open rebellion against God, right? So, Gott gibt uns hier so einen Gegensatz zwischen diesen Königreichen. Also erstmal haben wir hier den Süden. Der Süden stellt diese offene Rebellion gegen Gott dar. But that's an internal war, right? Aber das ist ein interner Krieg. So Satan has the deception going internally between the north and the south, right? Deswegen Satan hat diese Täuschung intern gesehen zwischen dem Norden und dem Süden. Okay, and he shows the contrast between these atheistic people and these God-fearing people, Und right? zeigt Supposedly. dann diesen Gegensatz zwischen diesen atheistischen Leuten und den anscheinend gottesfürchtigen Leuten. Okay, so first of all, the people get that contrast and they say, no, this has to be the right side, Deswegen right? erstmal erhalten die Leute diesen Gegensatz und die sagen dann, ja, nee, dann die religiöse Seite muss die richtige Seite sein. And to confirm that, he then brings this, right? Und um das zu bestätigen, bringt er dann noch hier den Islam. He brings them another contrast, right? Er gibt ihnen einen weiteren Gegensatz. To bring them all a common enemy to bind them all together, right? Um letztendlich einen gemeinsamen Feind zu liefern, der sie alle dann zusammenfügt oder zusammenbringen wird. And both these entities wear black, right? They represent the black banner of Satan. Right? Also beide diese Einheiten, diese Mächte hier, die tragen schwarz. Sie stellen dann diejenigen dar, die unter dem schwarzen Banner Satans sind. It's Satan's great deception, these powers, right? Das ist Satans große Täuschung, diese Mächte, die er benutzt. He uses them in order to make people think, no, there is Antichrist, we must stand on the side of the one that claims to be Christ, right? Er benutzt sie, damit die Leute sagen, ja, das ist der Antichristus, wir müssen auf der Seite von Christus stehen. And he's going to be bringing fire down from heaven and deceiving them, right? Er wird Feuer vom Himmel bringen, um die Leute zu verführen. Okay, we can see how much of a deception Satan's got planned, right? Wir können sehen, wie groß die Täuschung sein wird, die Satan vorbereitet hat. And if only the people would put their trust in this, they don't need to go to any of these conspiracy theories to see any of this, right? Wenn die Leute nur ihr Vertrauen hier in Gottes Wort legen würden, dann müssten sie gar nicht zu diesen Verschwörungstheorien gehen, um da irgendwie das sich zu erklären. Everything that comes out of Satan's mouth is a lie, it's a deception, right? Alles, was aus Satans Mund hervorgeht, ist eine Lüge, es ist eine Täuschung. So we don't have to listen to anything that they tell you out there. It's all lies, it's smoke, right? It's smoke and it darkens the air, right? Deswegen wir müssen gar nichts zuhören, was die Leute da so draußen sagen. Es ist alles Rauch und das verdunkelt die Luft. This is this point I was making. Thy word is truth. Everything here is what you need. You don't need, I mean, there's some nice confirmations when you see those things, but if you really trusted God's word, you don't need those things, right? Also es gibt da vielleicht dann draußen ein paar schöne Bestätigungen für das, was in der Bibel steht. Aber wenn du wirklich in Gottes Wort vertraust, dann brauchst du diese Dinge, die da außen herum so rumspüren, gar nicht. And the point that I made by that is, here is the power, right? Und der Punkt, den ich damit machen möchte, ist, dass hierin, in Gottes Wort, liegt die Kraft. These YouTube presentations, they just confirm this, but they don't give you any power, right? Die YouTube-Vorträge, die mögen vielleicht dann hier und da Sachen bestätigen, aber sie geben dir keine Kraft. This is the power, right? Das hier ist die Kraft. You can't trust anything that's not according to the truth. Du kannst nichts vertrauen, was nicht im Einklang ist mit der Wahrheit. Okay, so we'll come back to this topic and we'll try to figure some of these things out, right? Wir kommen zurück zu dem Thema morgen oder so und dann werden wir weitere Punkte dann versuchen zu bestätigen. Okay, shall we close with prayer? So mit Gebet abschließen.
lieber himmlischer Vater, ich möchte dir für dieses Studium danken. And thank you that you are showing us how dark the world is and that we only can trust your word. Und danke, dass du uns zeigst, wie finster diese Welt ist und dass wir deinem Wort allein vertrauen können. And help us that we would be children of the light and that we would walk in the light we have received. Und hilf uns, dass wir Kinder des Lichts sein mögen und in dem Licht wandeln mögen, was wir erhalten haben. And please help us that we would also keep our minds on this present truth and that Satan cannot deceive us by any means. Und hilf uns, dass wir unseren Verstand auf die gegenwärtige Wahrheit gerichtet halten, dass Satan uns nicht durch irgendwelche Mittel verführen kann. And please soften our evil hearts and help that they wouldn't get hardened, that we would listen to your convictions. Und hilf uns und erweiche unsere sündigen Herzen, dass sie nicht verhärtet werden und wir uns gegen deine Überführungen versteifen. And help us to see our responsibility that you've called us to give this last warning message. Und hilf uns auch unsere Verantwortung zu erkennen, dass du uns berufen hast, diese letzte Warnungsbotschaft zu geben. And help us that we would prepare for these great events which are before us. Und hilf uns, dass wir uns auf diese großen Ereignisse vorbereiten, die vor uns liegen. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen. Mhm.